Du stehst irgendwo vor einem wunderbaren Meer oder einer Landschaft, bist voll im Besitz deiner Kräfte und plötzlich sacken dir die Beine unter dir weg. Jetzt wartest du, dass einer vorbeikommt, um dich aufzurichten. Und das kann dauern. Ich heiße Bernhard Dörries, eigentlich schon immer. In Second Life heiße ich Bernhard McIntyre. Ich bin 88 Jahre alt. In Second Life bin ich und fühle ich mich wie 37. Als Mensch, der das Leben ganz anders gewöhnt ist, zumal als frei bestimmter künstlerischer Mensch, ist es für mich natürlich ein gewaltiger Umbruch, in die Vollzeitpflege zu kommen und sozusagen jeden Handgriff zu befehlen oder anzuregen. Bernhard Dörries, Stunde X, 1960. Meine ersten Filme waren Ruinenfilme. Bei Stunde X, da wird eine nicht entschärfte Fliegerbombe gefunden in den Trümmern von München und durch die zum Teil wieder aufgebaute Stadt gefahren. Kann jeden Moment explodieren. Im europäischen Ausland wurden zeitgleich tolle Filme gedreht, aber in Deutschland war tote Hose. Fesche Burschen, die so auf der Alm irgendwelche blöden Kühe hochtreiben. Dann merkte man doch, dass da sehr viel mit Bausteinen gearbeitet wird, die schon der Goebbels zur Verfügung gestellt hätte. In diesem Zusammenhang ist dann der Plan entstanden, dass wir den neuen deutschen Film machen wollen. Das Fundament ist verschimmelt unter der Last der in Jahrhunderten angesammelten, uferlosen Bürgerlichkeit. Das habe ich dann alles live aufgenommen mit der Handkamera. Ich habe nichts dazu gemacht. Einstens, wenn die Leidenschaften schweigen, wird, was er vollbracht hat, rein sich zeigen. Ich war ja seit 1960 beim Fernsehen, meistens Dokumentarfilme. Was im Sand oder zwischen Palmen herumliegt, wird zur Rarität oder zum Kunstwerk. Ich habe ja 40 Jahre mit Filmen verbracht, war sehr fleißig, habe da 129 Filme gedreht. 2008 hast du dann Second Life entdeckt. Habe ich das entdeckt? Und zwar hat dieses Second Life mir nicht nur neue Welten erschlossen, sondern auch in mir neue Welten erschlossen. Ich wurde sozusagen ein anderer Mensch. Meine Trauminsel. Stromboli, zum Teil haben wir sie direkt nachgebaut, mit Vulkan. 7500 Quadratmeter ungefähr. Dann eben dieses romantische Haus. Die meinige als sie als Destiny. Das Destiny ist ja Schicksal. Ne? Wir treffen uns früh morgens um 9.24 Uhr, dann küssen wir uns. Second Life ist es eine Art Heimat. Wir sind dort zu Hause. Dann gibt es aber eine Freundin, die hat die Nachbarin, hat zum Beispiel so einen Zeltplatz gebaut. Und da gehen wir dann abends hin und liegen im Zelt, um dort einzuschlafen. Wenn es ein Filmfestival über mich gibt, dann stelle ich mir das so vor. Man lädt die Leute ein auf eine öde Fläche. Schließlich fragen die dann, ja, was ist hier los? Wir sind eingeladen. Drumherum wachsen allmählich Gebirge. Dann kommt ein Lagerfeuer. Da sitzen sie dann allmählich und sagen, ja, irgendwie haben wir uns anders vorgestellt. Aber ein Filmfestival über Bernhard Dörries sieht halt so aus am Anfang. Und dann allmählich so eine Art milchiges, nicht ganz vorhandenes Gebäude. Und in dem Gebäude kommen dann die einzelnen Sitze. Manche sagen, Bernhard Dörries, was für eine Scheiße ist das denn? Und schließlich kommt dann der erste Film. Und das wäre zum Beispiel das Manneke. Du hast ja auch in Second Life einen 80-minütigen Film gedreht. Ich nehme an, der kommt dann auch auf diesem Filmfestival. Erzähl mal ein bisschen die Handlung.
Der Mensch, der Hauptdarsteller, agiert in einem Set, in einem Filmset, wo die Darsteller nicht mehr vorhanden sind. Aber es gibt ja immer noch die Kulissen des nicht abgedrehten Films. Ich muss halt durch diese Kulissen irren, bis ich dann zu einem Studio komme, wo noch eine Rakete steht. Und die landet dann auf der Mondoberfläche. Und dann merke ich, dass ich auch dort der Letzte bin. Eigentlich, denke ich. Aber wer hat denn jetzt eigentlich Regie geführt und die Hauptrolle gespielt? Du oder dein Avatar? Was für eine Rolle hat der Avatar? Mein Avatar ist Mitgestalter, Mitempfinder, Mitgefühlsinhaber und so weiter. Man muss sich einlassen auf die Dinge. Alles ist vorgesehen. Irgendwo ist aufgeschrieben mit goldener Schrift. Lachen die drüber. Das passt auch gut. Das ist gut, ja.